Ich bin Pia Betton. Ich bin seit vielen, vielen Jahren in der Berliner Designszene unterwegs. Meine letzte Station vor Nutanix, wo ich jetzt bin, war 7 Jahre als Partnerin bei Eden Spiekermann. Vor ungefähr 4 Jahren, ein bisschen mehr als 4 Jahren, haben wir diesen Research and Development Standort für Nutanix eröffnet und heute bin ich hier, Design und Site Direct. Recht früh in meiner Karriere habe ich mich mit den Themen Service Design und Design Thinking beschäftigt, noch bevor die Corporate Welt diese Begriffe für sich entdeckt haben. Und so habe ich immer diesen Fokus in den vielen Designteams, die ich aufgebaut habe, und auch bei meiner Beratertätigkeit habe ich immer diesen Fokus gehabt. Und heute habe ich den eigentlich noch, weil heute meine Kernaufgabe ist, zu moderieren zwischen UX-Designer und unser Business-Leute, Engineering-Leute, Produktmanager und so weiter. Wir sind eine Softwareentwicklungsfirma aus Silicon Valley mit ca. 6.000 Mitarbeitern weltweit. Wir entwickeln Software für Hybrid Cloud Computing und Infrastruktur. Das ist natürlich ein heiß umkämpfter Markt mit vielen Konkurrenten, große Konkurrenten wie Amazon und Microsoft. Aber wir positionieren uns mit unserer Begriffe Einfachkeit und Nutzerfokus, und da ist natürlich Design spielt natürlich da eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ich bin ja viele Jahre unterwegs gewesen in der Designbranche und habe viele heiße Lows, würde ich mal sagen, erlebt. Im Moment, das, was bei mir jetzt am präsentesten ist seit 4 Jahren diesen Standort aufzubauen und tatsächlich als kleines Design- und Entwicklungsteam in dem großen Unternehmen in Silicon Valley auch ernst genommen zu werden und da auch wichtige Projekte steuern zu können. Darauf bin ich im Moment sehr stolz. Wir haben 3 Designteams, eins in Bangalore, eins in Silicon Valley und eins hier. Aber viele wichtige Projekte haben wir bekommen, weil die erkennen müssen, dass deutsches Design besser ist. Bei allen Firmen eigentlich, wo ich war, bei den Agenturen, waren wir selbstverständlich Mitglied von IDZ, schon seit den 90er Jahren. Was mir besonders, im Moment bin ich ja Einzelmitglied, und was mich da besonders gut gefällt, ist der UX Design Award, wo ich ja auch Jurymitglied war, weil heute UX-Design immer noch so ein bisschen gesehen wird als die am Ende die Screens hübsch machen. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Award wirklich hilft, auch UX als Disziplin und die Wichtigkeit von UX zu kommunizieren, auch außerhalb von den kleinen, von dieser kleinen Designszene, in der wir uns bewegen. Im Moment inspiriert mich das Thema Sustainable UX-Design. Das ist tatsächlich so, dass wir als Designer einen großen Einfluss haben auf das Verhalten von Leuten, sowohl was deren Sozialverhalten und als auch was deren ökologisches Verhalten betrifft. Zum Beispiel, einfach um ein blödes Beispiel zu nennen, wir bestellen alle unser Essen über irgendwelche Apps. Und wenn man da zum Beispiel herausfiltern könnte, welche Unternehmen nachhaltige Verpackung anbieten oder welches Essen kein Palmöl beinhaltet, dann wäre das natürlich ein ganz kleiner UX-Eingriff, aber hat eine große Bedeutung für die tatsächliche Verhalten von Leuten. Ein gutes Beispiel ist diese kleinen Haken, die man klicken kann, wo drauf steht, benötigen Sie Besteck oder nicht. Also es ist eigentlich nur ein kleiner UX-Haken, aber es spart tatsächlich richtig, richtig viel Plastik. Dieser Gedanke fasziniert mich gerade.